Während ich hier mir was rein inhaliere, gucken wir uns an die 20 größten Autounfälle. So, jetzt habe ich schon wieder falsch bestellt mit Fleisch. Das nervt mich jetzt gerade. Aber diesmal schmeiße ich die Dinger nicht weg, weil jetzt weiß ich, das war mein Fehler. Jetzt pule ich das Fleisch hier einfach raus und gut ist. So, wollen wir mal schauen. We released 15 episodes in the last 3 months, showing over 200 crashes and crazy videos. We put together the videos you like the most in this Ultimate Dashcam Stories episode. Bin ich mal gespannt. Soll ich ein bisschen lauter machen? Oh, ist ja schon voll Lautstärke. Cameron was driving his Nissan Altima on I-39 in San Antonio, Texas. All of a sudden, he got pit maneuvered by a semi-truck. Hä? The semi-truck merged into Cameron's car, which sent the Hä? Der dicke LKW ist ihn von hinten reingefahren, Digga. Das ist ja richtig dämlich. and spinning across 2 lanes before getting T-boned by a Volkswagen Beetle. Both he and the Beetle hit the concrete barrier before spinning to a stop on the shoulder. They both made police reports and filed insurance claims. The truck driver said he hadn't seen Cameron's car. Also so eine dämliche Ausrede, dass der LKW-Fahrer das Auto nicht gesehen hat. Dann auch noch Fahrerflucht, Digga. Marvin was driving his Chevrolet Camaro SS to work when he witnessed an accident. A Dodge Charger approached a yellow light, and Marvin says that on this very sunny morning, it was difficult to see the traffic light. The driver of the Charger didn't attempt to slow down. A white van turning left had a yellow yield light and began turning, and the Charger T-boned it. The impact was hard enough to spin the van 180 degrees. Marvin approached the Charger and managed to get the driver's side door open. All the airbags had deployed, and the driver was dazed and complaining of right wrist pain. The driver of the white van was okay and didn't need to be checked out, but the driver of the Charger was taken to the hospital. Marvin isn't sure of the outcome, but he thinks the fault might have been split 50-50. He wants to know what you... 50-50. Ja, schöne Karre, ne? Der Typ hat schon recht. Ich sage euch ehrlich, ich habe das auch öfters mal, dass wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dass die Sonne mich so blendet oder die Sonne so auf die Ampel knallt, dass man echt zweimal hingucken muss, um zu erkennen, was da jetzt gerade Phase ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt, aber die Sonne kann manchmal schon wirklich, ich will jetzt nicht sagen Feind, manchmal ist die Sonne schon eine kleine Herausforderung. You think. Leave a comment and tell us who you think was at fault. Dan was waiting at a red light in his Honda Civic when he witnessed a head-on collision. Oh. The driver of a silver SUV turning left failed to yield to a black sedan, Da hat der doch hier Schuld gehabt, Alter. resulting in a massive crash. First responders arrived within minutes, and the drivers were able to walk away from their vehicles without any significant injuries. Man kann echt so froh sein in der heutigen Zeit, Digga, die Technik, die in den Autos steckt, dass man da keine schlimmen Verletzungen im Idealfall von trägt, ne? Derek had just picked his daughter up from the babysitter's house and was on his way home when he approached a traffic light that had just turned green. Traffic in his lane hadn't started moving yet, so he had to slow to a stop while waiting for the cars in front of him to start moving. That's when he felt an impact. Oh. A lady in a Jeep rear-ended him at 45 miles per hour, sending him crashing Bruder, schlimmste Vorstellung mit dem Kind im Auto, ne? into the car in front of him. Both Derek and his daughter walked away from the accident without any injuries at all. Unfortunately, the lady driving the car Derek had been pushed into was pregnant, so she requested that an ambulance take her to the hospital just to be safe. The police were called to the scene, and the Jeep driver was found to be 100% at fault. Unfortunately, Derek's car was totaled. Also für die, die Englisch nicht gut können, die Frau, die ihm hinten reingefahren ist, war schwanger sogar. Die Frau vor ihm, ja, meine ich doch. Here comes a story involving a different orange car. Ich wollte nur gucken, ob ihr auch wirklich aufpasst. And it's from Ryan, who was driving his Nissan Xterra full of friends when, all of a sudden... You dumb Ryan tried his best to stop, but he simply didn't have enough time. Der ist halt voll dumm. After the shock wore off and the police had arrived, the other driver and one of his friends ended up going to the hospital. His friend was released that night with no injuries, and he never heard from the other driver. Ryan filed an insurance claim, and they said his car was totaled, but Ryan and his mom fought tooth and nail for money to fix it up instead. This car means everything to him.
After 6 months of waiting, she was finally fixed. Ryan says the orange beast never dies. This was one of 4 accidents Ryan had in this car in 2021. Apparently, people have a hard time seeing the color orange. 4 Unfälle im Jahr 2022 mit der roten Möhre, Digga. I was driving my Hyundai XG350 along one day with my wife Melissa in the passenger seat when I slowed to a stop to make a left turn across traffic to get to my house just 2 blocks 2021, mein Jahr. away. The driver of a pickup truck behind me wasn't paying attention and rear-ended my car at about 35 miles per hour. Luckily, my foot was already on the brake, so I didn't get pushed into any oncoming cars. I pulled off the road and helped the pickup driver get out of the road so we could exchange contact information. Melissa called 911 and the fire department came and checked everyone out. Also so Unfälle und sowas, Digga, was würdet ihr machen? Würdet ihr Polizei rufen oder einfach nur Daten austauschen? Ich sehe ganz viel Polizei. Ich würde mal, also für mich, ich würde sagen, kommt drauf an, wie krass der Unfall war. Wenn jetzt wirklich nur ein kleiner Lackkratzer ist, okay, aber sobald es richtig teuer wird, dann auf jeden Fall die Polizei. Really bad whiplash. She'd hurt her neck, and I'd hit the bill of my hat on the steering wheel, which left a small cut on my forehead. I'd also hurt my neck and back, but fortunately, nobody needed to go to the hospital. I was able to drive my car the remaining 2 blocks home, but it was totaled. The pickup driver's insurance provider paid for the car and for our medical treatment. After the accident, the pickup driver tried telling his insurance provider that the accident had been my fault because he hadn't seen me, as if that was somehow my fault. After I sent my dashcam videos to both insurance companies, they ruled 100% in my favor and found the pickup driver to be fully at fault. I know my car looks weird, so let me offer a little explanation. I used to produce an audio podcast called Foamcast Radio all about the Nerf Blaster hobby, and I decorated my car to promote it. You can still go listen to the podcast, by the way. Someday I might even make some new episodes. Noah was on his way home in San Diego, California in his 2016 Ford Fusion. He'd told his wife to take their 1.5-year-old baby home in her car and he'd meet her there. Suddenly, the driver of a gray Honda Civic turned in front of him at an intersection. So dumm, ne? Noah was knocked unconscious and the other driver fled the scene. Police responded and Noah was transported to a hospital with only minor injuries. Das ist so dämlich, wie die Leute Auto fahren. Unfortunately, Noah's Fusion was totaled, but the good news is that the San Diego Police Department caught the Civic driver that same night. Ich sagt euch ganz ehrlich, da passieren so viele Autounfälle, wo man sich wirklich fragt, Digga, wo haben die Autofahren gelernt, ne? This submitter was driving her Acura in Yonkers, New York, when the driver of an unmarked van made an illegal U-turn across her lane. Also, das kannst du doch nicht ausdenken, Digga. Unfortunately, the submitter's vehicle was totaled. The driver of the van then took off, turning this accident into a hit and run. The submitter contacted the police, but they had no luck deciphering the license plate number. If you recognize this white, unmarked GMC Savannah or know who it belongs to, please contact us directly, and we'll pass the information along to the submitter. Der hat einfach Fahrerflucht begangen. Angie was driving her BMW X1 on a highway in Canada when she approached a yield sign at an on-ramp. Another driver ignored the yield sign, cutting into traffic and forcing other drivers up ahead to slam on their brakes. Angie was following too closely and couldn't stop in time and rear-ended a Jeep. Luckily, the Audi driver behind her managed to stop a few inches short of her bumper. Angie filed an insurance claim and her BMW was deemed a total loss. Wer glaubt, ihr hat er Schuld? Da hat auch die Alte, die ihm hinten reinfährt, Schuld, ne? Weil sie zu dicht aufgefahren ist. Since the value of used cars has skyrocketed, she actually got back exactly what she paid for it over 20 months ago. The Jeep that she hit had a steel bumper that didn't even get scratched, so the driver didn't even bother to file an insurance claim. John was driving his Ford Mustang Mach-E in Huntsville, Alabama. As he approached an intersection on a green light, the woman coming from the right ran her red light. John slammed on the brakes, but he had no chance to stop in time and crashed into the back of the Kia. They filed insurance claims at the scene, and the woman took full responsibility. I guess John's dashcam footage would be hard to argue against.
heftig, Digga. Obwohl er nur so ein bisschen gestriffen hat. Rear bumper cover of the Kia was torn off, and at first the damage to John's Mach-E didn't look too bad. Unfortunately, John later found out that the shop wouldn't be able to fix it for 3 months due to long wait times on replacement parts. The car is undrivable because the forward-facing sensor is now angled to the side, so the car slams on the emergency brakes whenever another car passes it. John's insurance provider gave him a Dodge Ram 1500, pretty much the opposite of an EV. He's thankful he wasn't going any faster and that he has a dash cam. He also recommends that everyone should invest in a quality dash cam. Damien was driving his Kia Sportage home in Auckland, New Zealand. He'd been visiting a friend, and about 2 minutes from his house, he entered an intersection on a green light. Oh man, these videos sure are more dramatic when they include audio. That's Damien we hear screaming in the video. He told us he was okay at first and only had a sore arm. A vehicle coming from the right ran a red light and T-boned him on the driver's side. The offender then drove off, making it a hit and run. Fortunately, the impact caused... Also, wir haben uns das Video jetzt knapp 10 Minuten gegeben. Ich hatte aber auch keine Lust beim Essen mir ein neues Video zu suchen, aber das Video ziemlich öde. Aber kein Problem. Wollen wir mal schauen, was das Video uns zu bieten hat. Hey there, if you like my content... Schnauze. Oh, leck mich am Arsch, Digga. Das geknallt. Ja, und alles nur, weil der Idiot so komisch abgebogen ist. Aber er ist auch viel zu schnell unterwegs, ne? Eieieiei. Das hat gescheppert, Digga. Was hat ihn da gesaved? Dieser Block hat ihn gesaved, Digga. Ja, das hat ordentlich gescheppert, Digga. Aber richtig. Das war ein Überfall. Das war ein Überfall, Digga. Der hat alles richtig gemacht. Das muss in der Türkei, vielleicht in der Türkei gewesen sein, weiß ich nicht. Ich hatte am Anfang gesehen, dass der den Kanal hat, auch türkisch ist. Sehr schlau gemacht. Ja, andererseits schlau gemacht von dem Fahrer, schlecht gemacht von denen, die überfallen haben. Die hätten den Wagen querstellen müssen, dann wäre es nochmal anders ausgegangen. Man kennt nicht den Hintergrundchat, weißt du, wie ich meine? Kann natürlich sein, dass der Wagen, der jetzt gerade fährt, beispielsweise ein Geldtransporter ist. Oder irgendwelche anderen teuren Sachen gelagert hat, ne? Man weiß nicht, wo das auch ist ja klar. Ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation so schnell schalten würde oder in der Schockstarre meines Lebens wäre und einfach sagen würde, ich gebe euch alles, was ich habe. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht in der Situation sein. Du hast einen Schuss gehört? Nein, das war kein Schuss, Digga. Nein, da war kein... wo war der Schuss, Digga? Das war kein Schuss, ihr labert. Das war der Moment, wo das Geräusch kam, als er die Tür weggeknallt hat. Das meint ihr? Das Geräusch? Nein, das ist kein Schuss, Chat. Das ist, da haut jemand gegens Auto. Niemals ist das ein Schuss, Digga. Das ist entweder der Spiegel rechts, hier unten, der gegen die Wand knallt und abreißt, oder der Typ, der Typ hier... haut oder schlägt gegens Auto. Niemals ein Schuss. Links? Nein, Digga, kein Schuss. Ja, okay, das Einzige, was sein könnte, ist, dass das ein Schuss war und er panzersicheres Glas hat, weil er ein Geldtransporter hat. Aber ich glaube nicht, dass das ein Schuss war. Glaube ich nicht. Schade, dass er keinen mitgenommen hat. Na, am Ende wünscht man niemandem was Schlimmes. Aber man hätte sich nicht wundern müssen, wenn da jemand mitgenommen worden wäre, ne? Ja, ich würde auch sagen, es ist viel zu leise für einen Schuss gewesen. Auf jeden Fall.
Okay, der überholt ihn, will früher reinsteigen, weil er das Auto sieht. Wenn sie da einen Abgang runter machen, dann ist aber Holland in Not, Digga. Ja, man muss auf jeden Fall Eier haben oder man muss das schon öfters erlebt haben, dass man einfach losfährt, ja. Klassiker, Digga. Ja, jetzt, ich hoffe, es ist niemand was passiert, ne? Überhöhte Geschwindigkeit, Digga. Überhöhte Geschwindigkeit bei Glätte, ganz gefährlich. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt mit einem gerechnet, ne? Aber nicht, dass der in der Wand verschwindet, Digga. Aber die Leute, die da standen, hatten Glück, Digga. Die hatten echt richtig Glück. Und er hat auch so richtig, also ich sag euch ganz ehrlich, ihr würdet es nicht fühlen, aber der Typ befriedigt richtig meinen inneren Monk, Digga. Weil er einfach perfekt die Bank mitgenommen hat. Das befriedigt meinen inneren Monk. Na, okay, easy. Народ тупой, вот он что-то там зациклился. Вопрос не в этом, если быть Сарасян, на самом деле оправданный. Digga, der LKW-Fahrer checkt's halt nicht mal, ne? Народ тупой, вот он что-то там зациклился. Dem fliegt einfach ein Reifen weg, der kann einfach weiter, guck mal. На самом деле оправданный. Holy fucking shit. Glätte ist halt, also es gibt viele so gefährliche Situationen. Glätte ist einer der schlimmsten, würde ich sagen, ne? Das ist so dumm von dem Porsche-Fahrer. Und dann begeht er auch noch Fahrerflucht, ne? Also es ist eine absolute Frechheit, so abzubremsen. Oder hat er abgebremst? Wegen den Leuten vor sich. Na, nee, okay, ich nehme den Porsche-Fahrer. Ah, schwierig. Man könnte argumentieren, dass der Porsche-Fahrer gebremst hat wegen dem Verkehr vor sich und der andere einfach zu dicht aufgefahren ist, ne? Aber der hat, nee, der hat schon dumm gebremst, dämlich gebremst. Das war schon, glaube ich, Absicht, ja, würde ich auch sagen. Reden wir nicht drüber. Alle unverletzt. Пиздос, блядь. Пиздос. Das ist das dämlichste Wendemanöver, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, Digga. Пиздос, блядь. Это неуверенность. Человек, уверенный в себе. Человек, который уверен в себе, не агрессивен. Агрессия же не страх. Вот это словесная агрессия по отношению к другому. Digga, aber auch mit wen, was für eine Dämlichkeit. Это неуверенность. Nur weil der Typ so schnell ist, schau mal.
Человек, который умирает сегодня, So dumm von dem Fahrer, wirklich. агрессия же не страх. Это словесная агрессия по отношению к другому. Eieieiei. Jo, der saved sich hier noch ganz schnell, Digga. Ganz schnell gesaved, Digga. Boah. Der hat sich gesaved, aber auf einem anderen Level. Atalanta, Digga, dieser so ein Verein. Пацаны чуть не встряли. Was macht der Idiot da, Digga? Ja, das passiert, wenn man driften möchte, aber es nicht weiß, wie es funktioniert, Digga. Weil er denkt, er nimmt hier den Drift mit, lenkt dämlich und der Wagen fährt, ohne dass er es möchte, in die andere Richtung. El Clasico. So dumm. Das hat gescheppert, Digga. Ja, das hat auch gescheppert. Das... Oh, heilige Scheiße. Are you fucked? Make a record. Mental note. Holy shit! Wow! You see that? If we don't die first. Die können lachen, Digga, weil nichts passiert ist. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Diese Leute, denen sollte man die Führerschein für immer wegnehmen, Digga. Wie ein Sohn fährt der, Digga. Und ich sag's euch so, wie es ist, für ein cooles Video. So dumm. Oh, jetzt mal kurz gebumst gemacht. Oh, Fahrerflucht gleich. Ah, nevermind. Sehr gut. Also Fahrerflucht wirklich das allerletzte, Digga. Oh. Lass mich raten, er macht auch Fahrerflucht. Also Fahrerflucht, sage ich euch so, wie es ist, wirklich das allerletzte, Digga. Whoa! What the hell? What are you honking? Wie das Garagentor noch aufgeht, Digga. Ja, clean eingepackt, ja? Ganz gefährlich, Digga. Schöner Song von den Beatles. War ein gutes Video, oder? War kein Blödsinn in den Clips drin, ne?